Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum schönsten Tag der Woche. Es ist Spieltag. Heute Abend um 21 Uhr spielt Real Madrid in einem sehr wichtigen Spiel in Alavés. Denn unsere Konkurrenz hat gestern vorgelegt. Sollte Real Madrid heute nicht gewinnen, verabschieden wir uns vom Meisterschaftsrennen und so wie es aussieht, auch von Xabi Alonso. Alles, was ihr zu diesem Spiel wissen müsst, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Wir schauen uns die Kaderliste an, wir schauen uns das Abschlusstraining an, wir hören mal in die Pressekonferenz von Xabi Alonso und vor allem beantworte ich euch die Frage, wer ist Víctor Valdepeñas? Denn laut übereinstimmender spanischer Medien wird dieser Junge heute der linke Verteidiger von Real Madrid sein. Wer er ist, wo er herkommt, was er kann, all das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und zu guter Letzt beantworte ich noch eine Frage, die mir relativ häufig gestellt wurde. Wechselt Antonio Rüdiger in 2 Wochen zu Galatasaray Istanbul? Naja, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, heute Abend Deportivo Alavés gegen Real Madrid. Ein Spiel, das sehr wichtig ist für den Madridismo, so wie es sich anhört, auch insbesondere für Xabi Alonso. Doch bevor wir zur ersten Mannschaft kommen, unterhalten wir uns zunächst einmal kurz über Real Madrid Castilla. Die hatten gestern ihr Heimspiel gegen Guadalajara und haben mit 3:1 gewonnen. Und das, obwohl sie 0:1 hinten lagen. Eine Remontada. Und meinen Respekt an Álvaro Arbeloa. Ich zeige euch mal die Aufstellung. Vielen von euch sagen diese Namen nichts. Aber diese Mannschaft ist quasi die B- oder die C-Mannschaft von Real Madrid Castilla. Denn Álvaro Arbeloa musste 5 Spieler an die erste Mannschaft abgeben. Ohne Joan Martínez, ohne Víctor Valdepeñas. Wer da ist, da komme ich gleich zu. Ohne Thiago Pitarch, ohne Cestero, also wirklich viele wichtige Spieler für Real Madrid Castilla und trotzdem gewinnen die und setzen sich in der Tabelle auf den 2. Tabellenplatz. Naja, der erste Teneriffa ist schon ein bisschen weg. Trotzdem muss das irgendwann das Ziel sein, wenn du als Real Madrid Castilla sofort aufsteigen willst. Das schafft nur der Tabellenerste. Also einen tollen Job von Álvaro Arbeloa. Das sieht anscheinend auch der Vorstand so, denn das ist der Name, der am heißesten gehandelt wird, sollte Xabi Alonso gehen. Hoffen wir alle, dass es nicht so weit kommt. Und konzentrieren wir uns jetzt auf die erste Mannschaft. Ich habe gesagt, das Spiel heute ist sehr, sehr wichtig, denn die Konkurrenz hat vorgelegt. Gestern haben sowohl Atletico Madrid als auch der FC Barcelona ihre Heimspiele gewonnen. Atletico Madrid gewinnt mit 2:1 gegen Valencia und der FC Barcelona gewinnt 2:0 gegen Osasuna. Und um eins klarzustellen, der FC Barcelona hat verdient gewonnen, war die bessere Mannschaft, aber trotzdem hatten sie wieder dieses Quäntchen Glück bei den Schiedsrichterentscheidungen. Für mich ist es kein Glück. Ihr kennt die Meinung, meine Meinung, ihr wisst, was für Schiedsrichter in der ersten spanischen Liga pfeifen. Aber meine Frage an euch, hab ich hier eine Real Madrid Brille auf oder seht ihr das Gleiche wie ich? Wir reden über die 85. Minute. Ein langer Ball in den 16er und die Verteidiger vom FC Barcelona schubsen den Stürmer von Osasuna in ihren eigenen Torwart. John Garcia fällt dadurch hin, Osasuna macht das Ausgleichstor und der Schiedsrichter lässt dieses Tor nicht zählen. Also ich frage mich wirklich, habe ich da eine zu große Madrid-Brille oder schubsen nicht die Verteidiger den Stürmer in ihren eigenen Mann? Also, bin ich gespannt wirklich auf die Kommentare. In Real Madrid Twitter ist da ein Riesenskandal entstanden. Ich sehe das auch so. Bin ich gespannt, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Im Endeffekt ist es aber egal. Mal wieder eine, Barca günstige Entscheidung, welch Zufall. Bedeutet, der FC Barcelona ist inzwischen 7 Punkte vor Real Madrid. Sollte Real Madrid heute nicht gewinnen, verabschieden wir uns erst einmal, wahrscheinlich endgültig, vom Kampf um La Liga. Ja, und die Jungs, die das verhindern soll, seht ihr hier. Das ist die Kaderliste von Real Madrid. Und wie ihr seht, wie ich eben annonciert habe, vor allem in der Abwehr, ist schon sehr, sehr traurig,
5 Spieler von Real Madrid Castilla. Die meisten kennt ihr schon, im Tor schon etliche Male nominiert, im Mittelfeld ein Pitarch, ein Cestero kennt man, in der Abwehr ein Joan Martinez und ein Víctor Valdepeñas. Wer das ist, da komme ich jetzt zu. Aber wir dürfen nicht vergessen, in diesem wichtigen Spiel fehlen Real Madrid 9 Spieler. Wir reisen ohne komplette Außenverteidigung an. Ein Trent Alexander-Arnold ist verletzt, ein Dani Carvajal verletzt und gesperrt. Auf der anderen Seite Mondi verletzt, Fran Garcia und Carreras beide gesperrt und ein Eduardo Camavinga auch noch verletzt. Ja, und in der Innenverteidigung fehlt ja ein Militao und Alaba sowieso schon und vorne ein Endrick auch noch gesperrt. Also, auch da muss man sagen, Xabi Alonso muss ohne etliche Stammspieler klarkommen. Und ja, schauen wir uns mal die erwarteten Aufstellungen an von Marca und vom AS. Wie ihr seht, die sind sich wieder nicht einig, also keiner hat da eine direkte Verbindung in die Kabine von Real Madrid, finde ich auch gut so. Aber in einer Sache, in der die sich einig sind, ist, dass der linke Verteidiger von Real Madrid heute Abend Víctor Valdepeñas heißt. Das Ganze wurde gestern im Radio von La Cope auch noch bestätigt. Also anscheinend sind sich alle einig, Víctor Valdepeñas wird unser linker Verteidiger. Wer ist Víctor Valdepeñas? Die Info gebe ich euch natürlich gerne. Dieser linke Verteidiger von Real Madrid Castilla ist 19 Jahre alt und lustigerweise spielt ein Álvaro Arbeloa ihn als Innenverteidiger an der Seite von Joan Martinez. Also linker Fuß, kann sowohl Innenverteidigung spielen als auch Außenverteidigung. Warum kann er Innenverteidigung spielen? Der Typ ist ein körperliches Biest. Der ist 1,88 Meter, erinnert also ein bisschen an Álvaro Carreras von der Statur und er ist sauschnell. Er hat diese Saison schon über 34 km/h erreicht. Ja, und um dahin zu kommen, wo er ist, hat er einen holprigen Weg hinter sich. Also, Real Madrid hat ihn zum ersten Mal 2018 verpflichtet, damals von Rayo Vallecano. In seinem ersten Jahr bei Real Madrid in der Jugendabteilung hat er sich aber nicht durchgesetzt und ist direkt wieder gegangen, ist dann nach Leganés gegangen und hat dann 3 Jahre in Leganés die nächsten Entwicklungsschritte gemacht und ist dann 2023 wieder zurückgekommen nach Real Madrid und hat dann die Entwicklung genommen, die Real Madrid sich erhofft hat. Und inzwischen ist er bei Real Madrid Castilla unangefochtener Stammspieler. Wie gesagt, öfter in der Innenverteidigung. Heute soll er angeblich als linker Verteidiger spielen. Hat er schon oft genug gemacht. Ich habe euch ein paar Szenen von ihm parallel eingeblendet. Also, toller Junge, ich bin gespannt, ob ein Xabi Alonso ihn auch wirklich einsetzt. Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel. Ich glaube eher, er wird einen Raúl Asensio oder so als linken Verteidiger dahinstellen. Aber wie gesagt, Marca, AS und Cope sagen, dieser Junge, Víctor Valdepeñas, wird heute der linke Verteidiger von Real Madrid. Ja, mal schauen, ob sich ein Xabi Alonso da auch wirklich traut. Ja, und bevor wir jetzt weiter zu Xabi Alonso und zu seiner Pressekonferenz kommen, wie gesagt, der Trainer hat mehr als genug Hindernisse. Die Hälfte der Mannschaft fehlt, das Wasser steht ihm bis zum Hals, die Ergebnisse in den letzten Wochen waren nicht so gut. Ja, und wenn das Ganze nicht schon schwer genug wäre, kann ich euch so viel verraten. Heute im VAR-Raum sitzt González Fuertes. Ja, genau. Der VAR-Schiedsrichter, der Real Madrid vor dem Pokalfinale gedroht hat, der gesagt hat, wir Schiedsrichter werden Geschichte schreiben gegen Real Madrid, die werden nicht wissen, was auf sie zukommt. Ja, dieser Schiedsrichter ist heute im VAR-Raum. Naja, von da können wir uns keine Hilfe erwarten. Ja, von wo sich ein Xabi Alonso auch keine Hilfe erwarten kann, ist von der Presse. Die Pressekonferenz, die war gestern, ja, als Madridista ein Wechselbad der Gefühle, bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite hat er gesagt, die Jungs werden heute alles geben, wir sind motiviert. Man hört von der spanischen Presse, dass der gesamte Kader jetzt hinter Xabi Alonso steht und ihn unterstützen möchte. Also man hatte schon große Hoffnung. Dann hat er auch in der zweiten oder dritten Frage gesagt, vielleicht schauen wir in ein paar Wochen zurück und denken, boah, was haben wir da überstanden? Also da war ich schon sehr frohen Mutes und denke, komm, da ist Energie, die wollen da was verändern.
Danach kam auch eine Frage, ob man unfair zu ihm ist als Trainer. Und er hat gesagt, das ist in der Welt des Fußballs normal. Es sind andere Trainer schon entlassen worden in dieser Saison. Das war immer schon beim Fußball. Entlassungen gehören dazu. Und da fühlte sich so an, als wenn er nicht so sicher wäre seines Jobs. Auf jeden Fall hatte ich ein Wechselbad der Gefühle. Ja, aber bei der allerletzten Frage, bin ich ganz ehrlich, bin ich sehr, sehr wütend geworden. Und auch ein Xabi Alonso ist da ein bisschen aus sich rausgekommen. Das Übersetzungsprogramm fasst nicht so richtig die Wut von ihm zusammen. Aber hört euch mal die letzte Frage an. Hallo Xabi, ich wollte dich zu Álvaro Arbeloa befragen, dem Trainer von Castilla und einem guten Freund von dir. Sein Name wird dieser Tage als potenzieller zukünftiger Trainer von Real Madrid gehandelt. Ich weiß nicht, ob ihr bei eurer guten Beziehung über solche Dinge sprecht und wie deine Einschätzung dazu ist. Danke. Eine Einschätzung in Bezug worauf? Dass Arbeloa... Auf die Beziehung mit Álvaro? Nein, darauf, dass er Trainer von Real Madrid werden könnte. Ich glaube, dass Álvaro in Zukunft Trainer von Real Madrid sein kann. Ich glaube, er macht seine Sache sehr gut. Aber was du mich gefragt hast, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben mehr über die Spieler gesprochen, die morgen zu uns kommen. Darüber haben wir absolut nicht gesprochen. Vielen Dank. Danke. Was ist das denn? Also, sorry, es gibt auch Grenzen und meiner Meinung nach hat der Journalist die Grenzen da überschritten. Wie gemein, wie hinterlistig da nach Álvaro Arbeloa, seinem sehr guten Freund, als möglichen Nachfolger zu fragen. Also, wie gesagt, Xabi Alonso hat es gerade nicht einfach. Die Presse haut auf ihn drauf und ich hoffe immer noch mit meinem ganzen Herzen, dass diese Mannschaft wirklich ihren Worten Taten folgen lässt und sich heute zerreißt. Ich bin der festen Überzeugung, egal wer alles ausfällt, wenn diese Jungs heute alles geben, dass wir Alavés heute schlagen und hoffentlich endlich Ruhe reinbekommen. Denn das Projekt Xabi Alonso hat noch sehr, sehr viel Zukunft, wenn sie ihn machen lassen. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja, und ein Spieler, der da heute Abend helfen kann und von dem ich persönlich sehr viel halte, ist Antonio Rüdiger. Ein Innenverteidiger, der sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz in der Kabine eine Autoritätsperson bei Real Madrid ist. Aber wir wissen alle die Vertragssituation von einem Antonio Rüdiger. Sein Vertrag läuft Ende dieser Saison ab. Es steht noch nicht fest, ob er bei Real Madrid verlängern wird. Das entscheidet sich alles in den nächsten Monaten. Eine Mannschaft, die aber nicht die nächsten Monate abwarten möchte, ist Galatasaray Istanbul. Laut spanischer Presse stand im Ass, dass Galatasaray ihn jetzt im Januar im Wintertransferfenster holen möchte. Lesen wir uns diesen Artikel zusammen einmal durch. Galatasaray nimmt Rüdiger ins Visier. Da sein Vertrag ausläuft, kann der türkische Verein ab dem 1. Januar direkt mit dem deutschen Spieler verhandeln. Auch an Goretzka sind sie interessiert. Die Vertragsverlängerung von Antonio Rüdiger bei Real Madrid ist weiterhin ungewiss. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass nun diverse Gerüchte über die Zukunft des deutschen Verteidigers kursieren. Eines der Gerüchte stammt aus der Türkei. Laut der Sportzeitung Fanatik konzentriert sich Galatasaray auf die Verpflichtung von Rüdiger im Wintertransferfenster. Der Verein plant, seinen Kader im Januar zu verstärken und ganz oben auf der Liste steht der Name des deutschen Nationalspielers von Real Madrid. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus und Trainer Okan Buruk hat aufgrund seiner Erfahrung das Interesse an ihm geweckt. Ja, also, und jetzt meine persönliche Einschätzung. Das erste, was ich gelernt habe, dank euch in den Kommentaren, ist, man darf diesem Fanatik nicht viel glauben. Formuliere es mal so schön ich es kann. Ja, und zum anderen, habt ihr euch heute mal die Kaderliste von Real Madrid angeschaut? Wenn es eine Position gibt, wo wir garantiert keinen Spieler verkaufen, ist in der Verteidigung. Wir haben heute 3 Verteidiger aus der ersten Mannschaft. Also, für mich, und das ist jetzt keine Beleidigung an Galatasaray Istanbul. Und im Gegenteil, ich glaube sogar, ein Rüdiger könnte in Zukunft dahin wechseln. Ich glaube, Arda Güler hatte sowas mal erzählt in seinem ersten Interview, dass ein Alaba und ein Rüdiger ihn so ein bisschen aufgezogen haben mit Fenerbahce gegen Galatasaray. Und so wie ich mitbekommen habe von den türkischen Streamern, hat Galatasaray auch Personalnot und müssen dringend Verteidiger holen. Also
Abgesehen davon, ja, ich kann mir eine Zukunft vorstellen, in der ein Antonio Rüdiger bei Galatasaray spielt. Aber garantiert nicht diesen Winter. Real Madrid wird den Teufel tun und jetzt einen Verteidiger verkaufen. Also, ich glaube, absolut Quatsch, 0% Wahrscheinlichkeit. Und das sage ich sehr selten. Könnt ihr mir aber eure Meinung in den Kommentaren lassen. Ja, und bevor ich jetzt, also meine Meinung kennt ihr, bevor ich jetzt zu der Aufstellung komme, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, schlage ich vor, schauen wir uns gemeinsam das Abschlusstraining von Real Madrid an. Ja, wie ihr gesehen habt, sehr viel Torschussübungen. Hoffen wir mal, dass unsere Jungs heute endlich mal ihre Chancen verwerten. Ja, diese Torschussübungen sind auch mehr als nötig. Denn das Spiel gegen Manchester City hat wieder gezeigt, es ist nicht normal, was wir da alles liegen lassen. Hoffentlich haben wir heute eine bessere Chancenverwertung. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, bevor wir uns heute Abend wiedersehen, die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich gehe dieses Spiel an, als wenn es quasi ein Champions-League-Finale wäre. Für mich ist dieser Sieg enorm wichtig. Der FC Barcelona darf nicht mit 7 Punkten davonziehen, weil es ist sehr schwer, das sonst wieder einzuholen. Der FC Barcelona verliert nicht viele Punkte. Daher würde ich starten im Tor mit Thibaut Courtois, der beste Torhüter der Welt. Mein rechter Verteidiger, Fede Valverde. Innenverteidigung, Antonio Rüdiger und Dienhausen. Für mich ist Dienhausen wichtig für den Spielaufbau von Real Madrid. Mein linker Verteidiger, Victor Valdepeñas. Ja, ich setze da nicht einen Asensio auf den falschen Fuß ein. Ich setze da jemanden ein, der das schon sein ganzes Leben quasi spielt. Auf der 6 Aurélien Tchouaméni. Ich glaube, ich brauche nicht viel erklären, warum. Die 2 Mittelfeldspieler, die ich da vorstellen würde, wären Jude Bellingham und Arda Güler. Beide unglaublich wichtig für den Spielaufbau von Real Madrid. Vor allem sollen auch beide in der Offensive in die Mitte ziehen, um das Spiel zu gestalten. Jude Bellingham, ihr wisst, was ich jetzt sage, gerne in den 16er. Der ist sehr torgefährlich. Und Arda Güler soll eher der Spielgestalter sein. Und die 3, die ich vorne im Sturm sehen würde, wären heute links Vini. Ich hoffe, er wacht endlich auf und zeigt seine Unterstützung für Xabi Alonso auf dem Platz. Vorne auf der 9, wenn er fit ist, ein Kylian Mbappé und rechts vorne ein Rodrigo. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Rodrigo ist eine Supernova. Der hat eine gute Phase meistens von 2, 3 guten Spielen. Danach ist er wieder 10 Spiele unsichtbar. Aber wenn er so spielt wie gegen Manchester City, dann muss er spielen. Wir sollen seine gute Phase so lange mitnehmen, wie das geht. Ja, das wäre meine Aufstellung, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ich bin gespannt, was du zu meiner Aufstellung zu sagen hast. Lass das bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass deine Meinung zu dem gesamten Video in den Kommentaren. Lass ein Like da, teil dieses Video. Follow, wenn du das noch nicht gemacht hast. Hypen. Und wir sehen uns heute Abend bei der Watch Party wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Alama!